Am Folgetag fahren wir entlang der Mittelmeerküste nach Latakia und besichtigen die in der Nähe liegende Ausgrabungsstätte von Ugarit sowie die Saladinburg. Syrien ist viertgrößter Produzent von Olivenöl weltweit. Folientreibhäuser für Gurken- und Tomatenanbau. Das Erdgaskraftwerk von Banyas. Die Markabburg. Wir passieren Latakia. Die ältesten Siedlungsspuren von Ugarit datieren ins 7. Jahrtausend vor Christus. Damit erklärt sich, warum Syrien Wiege der Menschheit genannt wird. 2000 vor Christus wuchs Ugarit zur Stadt heran und trieb Handel mit Kreta und Ägypten. Wir betreten die Ruinenstadt durch ein Ausfalltor, eine sogenannte Poterne der Palastbefestigung, die aus dem 15. Jahrhundert vor Christus stammt. Ein abknickender Treppenaufgang führt auf das Niveau des Palastes hinauf. Der Palasteingang mit dem Empfangssaal. Reste der einstigen Kanalisation. (7000 vor Christus) war hier ein großes Hüttendorf, das im 6. Jahrtausend bereits aus Steinhäusern bestand und mit einem Wall geschützt war. Schon im 5. Jahrtausend vor Christus importierte Ugarit Keramik aus Zypern. Im 2. Jahrtausend ist Ugarit als vorderasiatische Handelsstation in ägyptischen Texten genannt. Das Becken des Bades. Um 1350 vor Christus regierte ein König namens Nikmat II. Die Handelsstadt vom neuen Palast aus. Einer seiner Schreiber entwickelte ein 30 Zeichen umfassendes Keilschriftalphabet, das mit zu den Grundlagen unserer heutigen Schrift gehört. Ein Öl- oder Weinbehälter aus dem ehemaligen Vorratslager. Eine Grabkammer im einstigen Nobelviertel.
Ras Shamra, Fenhelkap, heißt das in der Nähe von Ugarit liegende Dorf heute. Hinweis darauf, dass Ugarit einst Hafenstadt war, die in ihrer goldenen Zeit um 1300 v. Chr. mit Kreta, Zypern, der Ägäis, Ägypten, Anatolien und Mesopotamien Handel trieb. Eine kosmopolitische Stadt, in der man ägyptische und minoische Texte ebenso fand wie akkadische und hethitische Keilschrifttafeln. Als nächstes Ziel steuern wir Sayun an. Jene Burg im Alawitengebirge, die seit 1957 in Erinnerung an die Eroberung durch Saladin Saladinsburg heißt, neben dem Krak de Chevalier das eindrucksvollste Befestigungswerk der Kreuzritterzeit in Syrien ist und mit diesem zusammen 2006 UNESCO-Weltkulturerbe wurde. Die Burg muss im 10. Jahrhundert unter unsäglichen Strapazen entstanden sein. Um sie an ihrer Ostseite zu schützen, wurde ein 150 Meter langer, 18 Meter breiter und 28 Meter tiefer Graben in den massiven Felsen getrieben, der an der Nordostecke mit einer gigantischen Zugbrücke überspannt war. Hierzu hatten die Konstrukteure eine Felsnadel mitten im Graben stehen lassen. Die Saladinburg ist zwar nicht so gut erhalten wie der Krak, dafür aber mit 750 Meter Gesamtlänge die größte Burganlage in Syrien. Große Schuttberge zeugen vom Beschuss der Burg durch Saladin im Jahr 1188. Nachdem die meisten Kreuzritter im Vorjahr in der vernichtenden Schlacht von Hattin gefallen waren, konnte die Burg nicht länger gegen die muslimische Übermacht gehalten werden. Sultan Saladin ließ die Besatzung gegen ein Lösegeld von 10 Dinar pro Mann, 5 pro Frau und 2 pro Kind abziehen. Der mit einfachen Werkzeugen aus dem Fels gehauene Schutzgraben. Ayyubitisches Bad und Zisterne. Der gewaltige Pfeilersaal wurde als Pferdestall genutzt. Der Eingang zum islamischen Badehaus.
Wie das der Fall in Ugarit war, hat man hier vor eher aber das Abwasser, was eigentlich in einem anderen Räumen. Die Unterburg ist bis auf eine Kapelle weitgehend zerstört. Der Bus bringt uns weiter nach Tartus, wo Reste der frühgotischen Kathedrale Notre Dame überlebt haben. Die Stadt Tartus geht zurück auf die phönizische Siedlung Antarados, wurde jedoch erst unter Kaiser Konstantin selbstständige Stadt. 638/39 fiel die christliche Stadt an die Muslime. 1068 kam die Stadt erneut für 14 Jahre an Byzanz und war danach erneut muslimisch bis zur Eroberung durch die Kreuzritter im Jahr 1101. 1152 fiel die Stadt erneut in muslimische Hand, um 1158 von Balduin III. Zurückerobert zu werden, der sie dann dem Templerorden übergab. Erst 1291 konnten die Templer dem Druck der Mamelucken nicht länger standhalten und mussten die Stadt als einen der letzten christlichen Posten in Syrien aufgeben. Die frühgotische 1123 bis 1200 errichtete dreischiffige Kathedrale Notre Dame ersetzte eine zerstörte byzantinische Kirche. Ein alter weißer VW Käfer weckt Erinnerungen an das erste eigene Auto. Die griechisch-orthodoxe Kirche erinnert uns an den morgen bevorstehenden Palmsonntag. Weiter geht die Fahrt nach Amrit, abgeleitet von Amoriter, westliches Volk. Alexander der Große gründete hier die Stadt Marathos, eine der 36 syrischen Städte, die auf den Makedonier zurückgehen sollen. Obwohl Amrit ein Wasserheiligtum ist, wachsen hier Prachtexemplare von Mariendisteln. – 600 vor Christus ließen die Phönizier für ihr Quellheiligtum ein 3 Meter tiefes Becken von 39 x 47 Meter Seitenlänge mit umlaufender Pfeilerhalle aus dem Kalksteinfelsen schlagen. Aus der Mitte dieses Bassins erhebt sich ein Kulthäuschen, in dem ein Kultbild des Stadtgottes Melkart stand, zu dem wohl Bootsprozessionen stattgefunden haben.